Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie zur Geschichte und Theorie des Völkerrechts. Heute geht es um die Zeit von der Französischen Revolution bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist die sogenannte Sattelzeit. Sattelzeit, der Begriff von Koselleck. Ja, worum geht es heute? Zunächst mal möchte ich mich mit Ihnen über das unterhalten, was sich eigentlich in dieser Sattelzeit wandelt. Im zweiten Teil geht es um die Auswirkungen auf die Theorie des Völkerrechts. Das ändert sich nämlich fundamental. Im dritten und vierten Teil möchte ich mich mit Ihnen über die Auswirkungen von Emanzipation im Völkerrecht unterhalten. Und zwar erstmal um das Spannungsverhältnis zwischen Emanzipation und Restauration. Und dann im letzten Teil um das Spannungsverhältnis zwischen Emanzipation und Expansion. Fangen wir also mal an mit den Grundlagen dieser Sattelzeit. Was stellt sich hier um im Denken im Allgemeinen, in der Staatstheorie im Besonderen und dann auch im Völkerrecht? Nun, die Französische Revolution hat mit sich gebracht die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Man merkt also, das Individuum und seine Rechte werden hier auf einmal determinierend für das Recht insgesamt. Es gab übrigens auch Pläne, eine Erklärung der Rechte der Völker im Rahmen der Französischen Revolution zu beschließen. Es kam dann nie dazu, der sogenannte Wohlfahrtsausschuss hat das dann unterbunden. Aber die Französische Revolution ist ja nicht das einzige Ereignis, wo die Individualrechte auf einmal sehr prominent in die Geschichte eintreten. Das gibt es ja auch schon bei der amerikanischen Revolution. Die ganzen Bills of Rights, die stammen auch zum großen Teil vom Ende des 18. Jahrhunderts. Und das Ganze wurde in der Theorie vorbereitet. Mitte des 18. Jahrhunderts, John Locke erfindet vor allem in Bezug auf das Privateigentum individuelle subjektive Grundrechte, könnte man sagen. Und die weitere Literatur der Aufklärung hat das dann natürlich aufgenommen. So, jetzt gibt es aber nicht nur Individualität, es gibt auch immer das Kollektive. Sie wissen ja, die Moderne ist so ein Spannungsverhältnis zwischen Individualität, die jetzt in Form von individuellen Rechten erscheint, und Kollektiven. Das Kollektive, was sich jetzt hier nun ändert, das ist der Begriff der Nation. Wir hatten den schon bei Vattel kennengelernt. Bei Vattel ist also die Nation die Vereinigung, die sozusagen für die Fürsorge der Menschen zuständig ist. Und jetzt hier im Zuge der Französischen Revolution setzt sich also der Gedanke der Volkssouveränität durch. Der ist ja schon vorrevolutionär, vor allem Rousseau ist hier zu nennen. Aber dieser Gedanke breitet sich nun mit einer unglaublichen Wirkmächtigkeit aus. Und auch wenn erst die Verfassungen im Lauf des nächsten Jahrhunderts dann oder eigentlich auch zum Teil erst nach dem Ersten Weltkrieg die Volkssouveränität voll zu ihrer Grundlage machen, ist es doch gedanklich etwas, was sich nicht mehr wegdenken lässt. Was sind nun die Auswirkungen von dieser neuen gedanklichen Lage für das Völkerrecht? Nun, der Gedanke des Individuums und auch individueller Vernunft hat ganz entscheidende Bedeutung für die Wahrnehmung des Rechts und insbesondere des Naturrechts. Hier ist vor allem die Aufklärung zu nennen, vor allem das Werk von Immanuel Kant. Kant hat die gesamte Moral umgestellt auf den kategorischen Imperativ, also auf die Einsichtsfähigkeit des Menschen. Aus seinen Rechten folgen Pflichten, die er sich sozusagen selbst auferlegt. Und damit hat er auch die ursprüngliche vorkritische Form des Naturrechts beseitigt. Also Naturrecht ist eigentlich bei Kant nur etwas, was man aus seiner eigenen Vernunft aufgrund des kategorischen Imperativs sich erschließen kann. Es ist nichts, was man so annehmen kann, was quasi präexistent ist. Kant versucht dann in dem Werk, das wir lesen werden, aus diesem kategorischen Imperativ heraus zu begründen, dass es eine Pflicht gibt, also in einen Staat einzutreten und dann auch eine Weltföderation zu gründen. Und das ist eine sehr mutige Schrift und auch eine sehr ambitionierte, die den Geist der Französischen Revolution atmet. Im Völkerrecht gibt es nur wenige Werke, die direkt sich an Kant orientieren. Einer wäre Zacharie, Karl Zacharie, der 1830 ein Werk verfasst hat, das also zweigeteilt ist. Da gibt es das Völkerrecht vor Eintritt in die Weltföderation und das Völkerrecht danach. Das ist also aber ein sehr philosophisches Werk, könnte man so sagen. Das hatte mit der Praxis natürlich sehr wenig zu tun. Und Sie wissen ja auch, die Praxis im Vormärz war eine ganz andere. Also es kam zu viel
Unterdrückung und zur Restauration. Dennoch lässt sich in der völkerrechtlichen Literatur insgesamt dort eine Gewichtsverlagerung beschreiben. Es ist so, dass die naturrechtliche Schicht des Völkerrechts, die Vattel beschrieben hat und die Vattel ins Zentrum seines Werks gestellt hat, eigentlich immer dünner und immer randständiger wird. Die meisten Autoren des Vormärzes, also der Periode von Wiener Kongress 1815 bis 1848, gehen eigentlich noch davon aus, dass es etwas wie Naturrecht oder notwendiges Recht gibt, aber das spielt kaum mehr eine Rolle. Und das positive Recht, das Vattel ganz an den Rand gestellt hatte, wird ins Zentrum des Völkerrechts gerückt. Es gibt da noch zwei weitere theoretische Ansätze. Neben Kant, der für die Völkerrechtspraxis sehr wenig direkte Bedeutung entfaltet hatte, gibt es noch zwei Ansätze, die diesen Positivismus stärker herausarbeiten. Das eine ist die utilitaristische Schule. Und da ist vor allem Jeremy Bentham zu nennen, der wichtige englische Universalwissenschaftler, könnte man fast sagen, aber es war nun ein ausgebildeter Jurist, der ist aber auch für die Ökonomen genauso wichtig, eigentlich einer der wesentlichen Begründer des utilitaristischen Denkens. Er hat den Begriff des International Law geprägt. Also man sieht hier, mit dieser Zeitenwende kommt auch ein neuer Begriff rein. Es gibt jetzt nicht mehr dieses Jus Gentium, das irgendwie von einem präexistenten Raum, von einer präexistenten Civitas Maxima, wie Wolf sagen würde, ausgeht, sondern es gibt jetzt hier Nationen, die zwischen sich ein Recht bilden. 1789, also im Jahr der Französischen Revolution, prägte diesen Begriff in einer Schrift, die heißt Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Man dachte dann ansonsten gäbe es nicht mehr viel von Bentham zum Völkerrecht. Man hat dann aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch weitere Werke entdeckt, unter anderem A Plan for an Universal and Perpetual Peace. Das klingt sehr kantisch, ist es aber nicht. Aber das ist ein Werk, ein Brief, stammt auch aus unmittelbar der Zeit der Französischen Revolution, in dem Bentham eigentlich eine utilitaristische Begründung des Völkerrechts liefert. Also Völkerrecht ist sozusagen notwendig, weil es der Happiness, also dem Nutzen der Menschheit dient, weil es diesen Nutzen maximiert. Und deshalb hält er das Völkerrecht auch durchaus für, auch das positive Völkerrecht sozusagen, also auch für eine verbindliche Rechtsmaterie. Das ist etwas anders mit Vertretern des Utilitarismus wie John Austin, der sein Werk Province of Jurisprudence Determined wenige Jahre später verfasste. Austin ist nun ein Positivist, der zum Völkerrechtsleugner wird. Und das liegt vor allem daran, dass die Rechtsbindung für Austin, hierin erkennt man auch den Utilitarismus, an den Zwang geknüpft ist. Es gibt aber keinen Zwang, der über die Staaten hinausgeht. Also dieser Utilitarismus, diese Happiness muss auch mit Zwang durchgesetzt werden können, und da es das im Völkerrecht nicht gibt, zumindest nicht zentral, ist das Völkerrecht für ihn kein Recht. Dann gibt es noch eine weitere positivrechtliche Schule, und zwar ist das der deutsche Idealismus. Das fängt schon mit Fichte an, der auch sehr stark für die Französische Revolution eintritt und das Volk dann ganz in den Mittelpunkt stellt der weiteren Betrachtungen. Also es ist die Vorstellung bei ihm vorhanden vom Volk als einer homogenen Gemeinschaft. Es ist ja immer die Frage, wie gründet man auf diese Individualität ein Kollektiv? Und bei Fichte erfolgt das über die Homogenität des Volkes. Also diejenigen, die sich durch Sprache, Kultur und so weiter ähneln, die können dann auch ein Volk bilden. Da sieht man aber schon, dass man da dann Probleme kriegt, aus so einer Haltung heraus ein Völkerrecht zu konzipieren. Ich denke, der wichtigste Vertreter dieser Schule ist auf jeden Fall Hegel. Wir können das jetzt im Einzelnen hier nicht durchsprechen, die Hegelsche Philosophie, das würde diesen Kurs sprengen. Aber für Hegel ist es ja so, dass die Freiheit sich erst im Staat verwirklicht. Also das Individuum muss Teil einer Gesellschaft sein, einer Zivilgesellschaft, dieser Begriff stammt von Hegel, und diese Zivilgesellschaft ist sozusagen die Grundlage des Staates, und im Staat findet die Freiheit eigentlich dann ihre Vollendung, und das bedeutet auch, dass dieser Staat kein Recht über sich haben kann. Also er ist die größte Form der menschlichen Existenz. Was soll es darüber noch geben? Allerdings ist es so, dass Hegel
den Staat durchaus für völkerrechtsfähig hält. Also er lehnt das Völkerrecht nicht rundheraus ab, wie das Austin tut, sondern er sagt, es gibt nun durchaus die Möglichkeit, dass der Staat sich zur Erreichung seiner eigenen Zwecke völkerrechtlich bindet. Das Völkerrecht wird damit also zu einer Art Außenstaatsrecht. Es ist gegründet auf die staatliche Souveränität, und zwar nur auf diese. Es ist ein bisschen schwierig, da eine völkerrechtliche Bindung zwischen den Staaten herzustellen. Die gibt es eigentlich nicht. Die Gründung ist eigentlich der Staatszweck an sich. Ja? Das ist eine Theorie, die vor allem natürlich dann in Deutschland sehr wirkmächtig wurde, und viele Völkerrechtler des 19. Jahrhunderts haben versucht, sich damit auseinanderzusetzen und darauf dann die bindende Wirkung des Völkerrechts zu bauen. Vor allem Jelinek und Triepel sind hier zu nennen, aber auch Zorn. Mit Triepel werden wir uns ja im nächsten Termin dann auseinandersetzen. So viel also vielleicht zu den verschiedenen Theorien, die es hier gibt in diesem Zeitraum. Also kommen wir zu dieser Spannung zwischen Restauration und Emanzipation. Ich fange vielleicht am besten an bei den Kriegen, die sich im Zuge der Französischen Revolution in Europa entfalteten. Die wurden oft mit großer Brutalität geführt. Und das lag auch daran, dass die Revolutionäre mit einer anderen Energie kämpften. Die kämpften ja eigentlich für ihre eigene Sache, für ihre eigene Freiheit sozusagen. Es war also was ganz anderes als die Soldaten des 18. Jahrhunderts, die oftmals Söldner waren oder verkauft worden waren von ihren Königen oder ihren Fürsten und eigentlich kein Stake in dem jeweiligen Konflikt persönlich hatten. Diese Kompromisslosigkeit der Kriege führte zu großen Zerstörungen und schockierte damals viele Menschen. Es ist dann aber so, dass in der Folge die Restauration das durchaus für ihre Dinge zu nutzen wusste. Karl von Clausewitz ist ein preußischer General gewesen oder ein Militärtheoretiker. Der hat dann den Gedanken in die Welt gesetzt, dass also Krieg möglichst brutal sein müsse, damit man ihn möglichst schnell wieder beenden könne. Das bedeutete auch, dass das Individuum sich unter Umständen aufopfern muss für die Nation, weil nur die Nation den Frieden sichern könne. Also wenn man das jetzt sieht, dann weiß man eigentlich gar nicht, was denn nun humaner ist. Die Emanzipation, die zu diesen brutalen Kriegen führte, wenn man Emanzipation mal mit Französischer Revolution gleichsetzt, oder die Restauration, die das dann für ihre brutale Antwort zu nutzen wusste. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht sowas wie das humanitäre Völkerrecht. Dazu kommen wir nächstes Mal. Aber wie stabilisierte man denn jetzt nun die Situation? Es war so, dass 1813, als Napoleon besiegt war, die Restauration, also die verbliebenen Monarchen, sich einig waren, wir wollen nicht, dass die Revolution sich ausbreitet. Das heißt, man musste in Europa wieder ein Gleichgewicht schaffen. Den Begriff des Gleichgewichts kennen wir schon aus dem 18. Jahrhundert und so handhabte man das nun im Grundsatz auch. Es wurde also das sogenannte Concert of Europe, das Europäische Konzert oder auch die Pentarchie auf Deutsch, in das Leben gerufen. Das waren also die 5 Hauptmächte Europas, die versuchten, den Frieden zu erhalten, sodass die monarchische Herrschaft nicht weiter bedroht werden würde. Darauf hatte man sich geeinigt beim Wiener Kongress. Es war aber eigentlich nur nicht eine rein repressive Veranstaltung. Es gab hier durchaus auch progressive Elemente. Denn man dachte, wenn wir die Französische Revolution verhindern wollen, dann müssen wir sozusagen auch in gewisser Weise reagieren, müssen wir unsere Institutionen anpassen. Sowohl innerstaatlich als auch international. Im innerstaatlichen Bereich gab es in vielen Ländern um diese Zeit Reformen, die, ja, man könnte sagen, emanzipatorischen Charakter trugen. Denken Sie an die josephinischen Reformen in Österreich oder an die Stein von Hardenbergschen Reformen in Preußen, die zur Emanzipation von bisher marginalisierten Bevölkerungsgruppen führten. Diese progressiven Entwicklungen betrafen aber auch die internationale Ebene und dafür ist der Wiener Kongress selbst schon mal das beste Beispiel. Auf dem Wiener Kongress trafen sich die Vertreter der europäischen Regierungen persönlich. Das war etwas Neues. Im 18. Jahrhundert führte man Friedensverhandlungen eigentlich nur auf Distanz. Also es gab Briefe, die hin und her geschickt wurden. Das sind dann die Materialien, die die Bände von Leibniz oder von Martens füllen oder auch von Moser. Ich hatte Ihnen das letztes Mal gezeigt. Da gibt es also unglaublich dicke Werke mit vielen, vielen Bänden, in denen das alles aufgelistet ist. Nun traf man sich persönlich und man verhandelte von Angesicht zu Angesicht. Man schuf damit eine Form
für die Regelung internationaler Beziehungen, auch für die Friedenssicherung, die uns eigentlich bis heute erhalten ist. Also wenn die UN irgendwelche Weltkonferenzen, Klimakonferenzen oder so einberuft, dann ist das im Prinzip das gleiche Schema, das man zu Zeiten des Wiener Kongresses entwickelt hat. Und dieser Wiener Kongress versuchte auch Konflikte durch Streitschlichtung beizubelegen oder durch Verhandlungen. Man beschloss also, man wollte sich immer wieder treffen. Man tat das auch in der Folge, um Konflikte zwischen den großen Nationen zu verhindern. Kriege wurden also, wenn überhaupt, dann nur in der Peripherie ausgetragen, zumindest bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zum Krimkrieg, der dann vor allem Türkei und Russland betraf und aber alle europäischen Nationen so ein bisschen involvierte, klappte das eigentlich recht gut. Also es gab zwischen den Großmächten in dieser Zeit so gut wie keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Weitere progressive Elemente zur Friedenssicherung waren zum Beispiel Neutralität als Status für Länder. Belgien wurde 1831 geschaffen als Pufferstaat, der so die verschiedenen Streithähne auseinanderhalten sollte. Auch die Erfahrung der Französischen Revolution oder der Koalitionskriege mit der Zerstörung von Eigentum führten dazu, dass das Beuterecht eingeschränkt wurde. Man musste also im Kriegsfall Privateigentum schützen, später dann auch öffentliches Eigentum, Kulturgüter. Das hatte auch den Hintergrund, dass Kulturgüter ja auch zur Definition, zum Selbstverständnis der entstehenden Staaten dienten und dementsprechend jeder eigentlich ein Eigeninteresse daran hatte, dass die erhalten blieben und nicht zerstört wurden. Also da sieht man, da gibt es so eine Umstellung von der monarchischen Legitimität. Der Monarch ist vor allem an Prunk interessiert, nicht? Und, also der absolutistische Monarch, und das Volk ist dann daran interessiert, dass solche Kunstschätze ihm zu seinem Selbstverständnis erhalten bleiben. Ein letzter Aspekt noch zu diesen emanzipatorischen Effekten. Es entwickelt sich Anfang des 19. Jahrhunderts das Verbot des Sklavenhandels. Kritik an der Sklaverei nahm schon im 18. Jahrhundert zu. Das war nicht nur ein Effekt der Aufklärung, sondern vor allem religiöser Bewegungen. Die Quäker als religiöse Bewegung, vor allem in den USA, standen vor allem dahinter. Hatte sich aber auch genauso in England breit gemacht, dieser Gedanke. Es gab dann einen wichtigen Fall Ende des 18. Jahrhunderts, den Somerset Case, in dem also mit vereinter Unterstützung ein amerikanischer Sklave, der nach England gekommen war, dann gerichtlich die Freiheit geschenkt bekam. Eine weitere wichtige Entwicklung in dem Zusammenhang ist die Revolution in Haiti. Und zwar wurde sie von Sklaven betrieben. Die haben einen Aufstand gemacht und hatten damit Erfolg. Und Frankreich verlor diese Kolonie. Und das veränderte dann natürlich den Blick der Europäer auf die Welt grundlegend. Auf einmal gab es da einen Staat, und zwar einen geordneten und auch von den Ideen der Französischen Revolution inspirierten Staat von ehemaligen Sklaven. Ja, und dann kam natürlich ein weiterer Faktor noch dazu, dass Großbritannien mit der amerikanischen Revolution seine nordamerikanischen Kolonien verloren hatte. In Großbritannien die Industrialisierung schon sehr fortgeschritten war und deshalb Großbritannien eigentlich nicht mehr auf Sklavenarbeit angewiesen war. Das muss man auch dazu sagen. Also es gab hier durchaus wirtschaftliche Gründe oder den Verlust eines wirtschaftlichen Interesses, sodass Großbritannien dann im Jahre 1807 den Sklavenhandel verbot. Das Verbot war nicht gleich erfolgreich. Es gab zahlreiche Versuche, das zu umgehen, aber im Laufe der Zeit gelang es dann doch, das durchzusetzen, und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erst folgte dann auch das völkerrechtliche Verbot der Sklaverei an sich, nicht nur des Sklavenhandels. Ja, da ich gerade wirtschaftliche Gründe angesprochen habe, ich denke, für viele dieser emanzipatorischen, friedenssichernden Entwicklungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es durchaus von Bedeutung, dass damals so eine Art wirtschaftlicher Aufschwung beginnt. Und zwar ungefähr um das Jahr 1820, 1830. Manche, wie zum Beispiel der Ökonom Richard Baldwin, verbinden das mit dem Aufkommen von Eisenbahn und von Dampfschifffahrt. Es beginnen hier also ganz andere Möglichkeiten des Transports, des Exportes und auch des Warenhandels. Das gewinnt an Volumen und dafür brauchte man Frieden. Und davon versprach man sich auch eine Verbesserung der Verhältnisse, vor allem der Massenarmut und der sozialen Frage, die
paradoxerweise nach der Französischen Revolution eigentlich erst richtig schlecht wurde. Also die schlimmste Zeit der Verelendung erfolgte eigentlich erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als sozusagen die Verstädterung richtig zugenommen hatte. Und dann erst so langsam mit Rationalisierung und Verbesserung der Produktion konnte sich das bessern. Dazu brauchte man aber äußere Bedingungen, die einem das gewährten. Und das bedeutete vor allem internationalen Frieden. Ja, jetzt habe ich mich wieder in die Bibliothek begeben, um mich hier anhand der Lehrbücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert mit Ihnen über das Verhältnis von Emanzipation zur Expansion zu unterhalten. Ein großes Thema des Völkerrechts des 19. Jahrhunderts war nämlich die europäische Expansion, wieder mal. Und die steht dieses Mal unter einem anderen Stern. Wie hat man sich das vorzustellen? Nun, im gesamten Völkerrecht der Neuzeit gibt es die Vorstellung von christlichen Sonderrechten oder von Sonderrechten der europäischen Staaten. Das sieht man ja schon bei Vittoria, zum Beispiel das Recht auf Mission, das Recht, die Christen zu verteidigen, da wo sie bedroht sind und so weiter. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Solche Tendenzen gibt es durchaus auch im islamischen Völkerrecht, wo eine Differenz gemacht wird zwischen dem Recht, das unter den muslimischen Staaten gilt, und dem Recht gegenüber allen anderen. Also Sonderrechte ist das eine. Auch die Sklaverei zum Beispiel wäre hier zu nennen. Grotius sagt ja, dass Christen nicht versklavt werden dürfen. Also hier gibt es viele Differenzen. Das Völkerrecht ist nicht immer auf die Gleichheit der Menschen ausgelegt. Was jetzt aber im 19. Jahrhundert dazukommt, ist, dass die Existenz des Völkerrechts an sich begrenzt wird auf die europäischen Staaten. Dass es sozusagen eine Differenz gibt zwischen Recht und Rechtlosigkeit, zwischen rechtmäßigem Handeln innerhalb der die zivilisierten Staaten, wie sie dann genannt werden, und alles, was außerhalb dieser zivilisierten Staaten sich verhält, ist zumindest in sehr stark abgeschwächter Form nur rechtlich strukturiert. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die europäische Expansion, für den Kolonialismus. Dazu aber dann erst im Einzelnen im nächsten Video. Hier jetzt nur, wie kam es dazu, dass hier so ein besonderes europäisches Völkerrecht sich herausbildet? In meinem letzten Video zum 18. Jahrhundert hatte ich Ihnen ein paar Werke gezeigt, die aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen und die den Begriff des europäischen Völkerrechts verwenden. Damit ist noch kein exklusives oder kein Ausschluss nicht-europäischer Völker verbunden. Es ist ganz einfach so, das waren Werke dieser positivistischen Schule des 18. Jahrhunderts, die Sammlungen aus dem europäischen diplomatischen Verkehr enthielten. Also es war einfach eine Beschränkung der Materie. Man hatte diese Verhandlungen, Verträge und so weiter vor allem unter Europäern. Es finden sich da aber auch durchaus Verträge mit der Hohen Pforte und so weiter. Also es ist nicht exklusiv auf Europa beschränkt. Es ist damit keine Ausschließlichkeit unbedingt verbunden. Auch für Vattel, trotz seines Paragraphen 81, trotz der Argumentation, dass man also das Land von anderen in Beschlag nehmen dürfe, um es zu kultivieren, wäre es nicht in den Sinn gekommen, grundsätzlich außereuropäische Völker vom Völkerrecht auszuschließen und ihnen also den Status als Völker im Sinne des Völkerrechts moralische Personen grundsätzlich abzuerkennen. Das erfolgt nun aber. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wo eigentlich dieser Begriff eines exklusiven europäischen Völkerrechts der zivilisierten Staaten herkommt. Nun ist es so, es gibt im 17. und 18. Jahrhundert durchaus schon den Begriff der Zivilisation oder der Kultur im Zusammenhang mit dem Völkerrecht. Von Francis Bacon gibt es etwa einen Dialog, der die zivilisierten Völker erwähnt. Leibniz hat den Begriff der Zivilisation popularisiert im deutschen Sprachgebrauch. Pufendorf redet von den kultivierten Völkern. Aber in jedem dieser Fälle ist damit kein Verständnis intendiert, das diejenigen, die die Kriterien nicht erfüllen, vom Völkerrecht ausschließt. Das ist tatsächlich so eine Sache des langen 19. Jahrhunderts. Da braucht es erst so dieses Fortschrittsparadigma, das erst mit der Sattelzeit kommt. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgeschaut hier in der Bibliothek. Das erste, was ich finden konnte, ist das Werk von Johann Ludwig Klüber. Das war ein deutscher Völkerrechtler. Der hat 1819 ein Lehrbuch auf Französisch geschrieben. 2 Jahre später ist es auf Deutsch erschienen hier. Europäisches Völkerrecht 1821.
Dort findet sich auf Seite 16 eine bemerkenswerte Formulierung. Also vielleicht Klüber grundsätzlich ist sehr stark an Vattel orientiert. Aber hier ganz am Anfang schreibt er also über das Völkerrecht an sich: Obgleich weder alle Völker einen allgemeinen Weltstaat noch die europäischen insbesondere eine Völkerrepublik bilden, Bezug auf Kant, nicht, so ist doch gewiss, dass die letzten einander einen gewissen Inbegriff von Rechten einräumen und dass sie in dieser Hinsicht sich in einer bestimmten Rechtsgemeinschaft befinden. Es ist also das Dasein eines europäischen Völkerrechts ebenso einleuchtend als die Notwendigkeit und Nützlichkeit seiner wissenschaftlichen Bearbeitung. Und dann Fußnote sagt er: Das positive Recht der europäischen Staaten nennen einige Jus Gentium Europaeum Practicum. Der osmanische Staat erkennt dasselbe nicht durchgehends. Wohl aber außerhalb Europa die Vereinigten Staaten von Nordamerika zufolge ihrer ausdrücklichen Erklärung und der Regent von Brasilien und so weiter. Also hier haben wir eigentlich ziemlich klar diesen Gedanken eines exklusiven europäischen Völkerrechts, und das Ganze wird dann auch noch garniert durch viel Eigenlob, das er über die Wissenschaft ausgießt. Und zwar sagt er jetzt eben, auf ihren jetzigen Standpunkt war die Völkerrechtswissenschaft erhoben durch die Sittenverfeinerung und den zunehmenden Verkehr der europäischen Staaten, durch den Einfluss der neueren Kriegskunst auf das gegenseitige Verhältnis desselben, durch vermehrte Tätigkeit der Machthaber und so weiter, durch Kultur der Wissenschaften überhaupt, insbesondere des natürlichen Völkerrechts, der Staatsgeschichte und so weiter, durch literarische Fruchtbarkeit rechts- und geschichtskundiger Männer und so weiter, durch die Begünstigung der Pressefreiheit immerhin, sehr vormals, ne, das ist kritisch, aber in mehreren Staaten durch akademischen Lehrvortrag und so weiter. Also das Völkerrecht war durch diese ganzen positiven Ereignisse hier besonders gefördert worden. Und das zeigt schon, hier besteht so eine Verbindung zwischen Zivilisation und Kultiviertheit und der Fähigkeit, sich überhaupt an Recht zu halten. Also Vittoria ging eigentlich noch davon aus, Verträge kann man mit den Indianern, wie er sie nannte, auch schließen. Und hier wird also die Einhaltung des Rechts, zumindest des modernen europäischen Völkerrechts, an einen gewissen Zivilisationsstand geknüpft. Das Klüber 1821 bzw. 1819 in der französischen Ausgabe. Ein weiteres Beispiel, das ich gefunden habe, das ist Saalfeld. Friedrich Saalfeld, 1833, auch ein einflussreiches Werk, Handbuch des positiven Völkerrechts. Ja, positiv ist etwas übertrieben, denn Saalfeld steht eigentlich durchaus so in der Tradition des Vattel, also Naturrecht wird abgeschwächt und dann das positive Völkerrecht in die Mitte des Werks gestellt, aber so die Grundbegriffe sind eigentlich ganz ähnlich wie bei Vattel. Bei ihm kommt schon mal der Gedanke auf, dass das Völkerrecht, wie es sich damals präsentierte, das Ergebnis einer aufklärerischen Bewegung in Europa war. Also er hält es für das Ergebnis des Fortschritts in der öffentlichen Meinung bzw. für der fortschreitenden europäischen Zivilisation. Also auch da wird gedanklich in gewisser Weise die Grundlage dafür gelegt, dass man einen gewissen Status an Zivilisation erreicht haben muss, um überhaupt beim Völkerrecht mithalten zu können. Und Saalfeld macht das dann auch daran fest, dass die Literatur in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel besser und ausführlicher und genauer geworden sei. Und vor allem seitdem man dieses Naturrecht des 17. Jahrhunderts überwunden habe. So richtig einen deutlichen Unterschied gibt es dann bei Wheaton on International Law, Henry Wheaton. Und das ist nur das Interessante, weil er ein Amerikaner war. Er konnte ja nicht mit dem Begriff des europäischen Völkerrechts arbeiten. In Amerika wollte man ja sich von Europa getrennt haben damals und deshalb arbeitet Wheaton tatsächlich mit dem Begriff des zivilisierten oder christlichen Völkerrechts. Das ist hier die zweite Auflage von 1863, die erste ist von 1836, da steht es aber genauso drin. The public law, with slight exceptions, has always been and still is limited to the civilized and Christian people of Europe or to those of European origin. Klarer geht es eigentlich nicht mehr. Ja, da ist das dann alles drin. Ein anderer, der das aufgegriffen hat, ist Hefter, der deutsche Völkerrechtler, der sein Völkerrechtslehrbuch 100.000 Mal aufgelegt hat, so ungefähr. August Wilhelm Hefter, das hier ist die erste Ausgabe von 1844 in einer schön fleckigen Version, das heißt das europäische Völkerrecht der Gegenwart. Und auch darin heißt es schon 1844, ja, und jetzt habe ich es verblättert. So, hier.
Ein auf gegenseitige Anerkennung beruhendes Recht kann nur unter denjenigen Staaten Geltung haben, unter welchen eine Reziprozität der Anwendung gesichert ist und demnach ein wechselseitiger Verkehr nach denselben Grundsätzen besteht oder vorauszusetzen ist. Hierzu bedarf es nicht notwendig einer ausdrücklichen vertragsweisen Bestimmung. Es genügt schon die sich aus dem Charakter und den Interessen der einzelnen Staaten sowie aus dem bestehenden Verkehr als Bedingung desselben hervorgehende Gewissheit, dass man auf Reziprozität der Behandlung nach bestimmten Regeln zu rechnen oder im Fall der Verletzung einen Kampf oder Ausschließung von der Gemeinschaft mit anderen zu erwarten habe. Also hier ist die Vorstellung, merken, wie das mit dem Concept of Europe zusammenhängt. Die Vorstellung, diese Gemeinschaft funktioniert nur, wenn sie irgendwie ihre eigenen Regeln hat. Aus diesem Begriff der Gemeinschaft, europäisches Völkerrecht heißt dieses Buch, ergibt sich automatisch der Ausschluss der anderen. Das Ganze manifestiert sich dann realgeschichtlich im Krimkrieg, beziehungsweise in den Friedensverhandlungen, die sich daran anschlossen. Das war Mitte des Jahrhunderts, 1856 ist der Friede geschlossen worden. Einer der wenigen Kriege, in denen die Großmächte wirklich aneinander gerieten. Und hier war nun die Hohe Pforte involviert. Man hat eben mit dem Friedensschluss im Prinzip den Status als Vollmitglied in dieser europäischen Völkerrechtsgemeinschaft zuerkannt, aber zu europäischen Bedingungen. Also sie mussten auch diese Rechtssicherheit oder diese Garantie, sich an das Recht zu halten, abgeben und mussten das im Prinzip zu den europäischen Bedingungen akzeptieren, also ein Eurozentrismus sondersgleichen. Also um das nochmal zusammenzufassen, Sie können sehen, dass der Zivilisationsbegriff ein Paradebeispiel ist für die Ambivalenz des Völkerrechts und für den Versuch, aus einzelnen Staaten ein Ganzes zu schaffen. Man schafft es nur, eine einigermaßen stabile Gemeinschaft zu bilden, indem diese andere ausschließt. Also man definiert sich sozusagen nach außen. Man schafft es nur, im Inneren den Frieden zu sichern, indem man nach außen den Krieg trägt. Gedanken der Zivilisation, des Fortschritts, die im Inneren durchaus ihre Segnungen gehabt haben mögen, werden in ihren Wirkungen nach außen fatal. Sie bilden die Grundlage für den Imperialismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der durch die technischen Möglichkeiten, die Europa dann zur Verfügung standen, natürlich eine ganz andere Dimension annahm nochmal als die bisherigen europäischen kolonialen Bestrebungen. Dieser Zivilisationsgedanke hatte eben massive Auswirkungen auf das Völkerrecht. Man schloss nicht-europäische, nicht zivilisierte Staaten von vornherein aus. Man bekam auch ein anderes Verhältnis zum Beispiel zu der Frage von Kulturgütern. Auf der einen Seite, hatte ich vorhin gesagt, Kulturgüter sollten geschützt werden im Kriegsfall in Europa. Auf der anderen Seite fühlte man sich dadurch dann ermächtigt, Kulturgüter überall auf der Welt zu schützen. Denn man war ja zivilisiert, man war ja überlegen. Und das führte dazu, dass dann im 19. Jahrhundert der Nahe Osten, die Levante und dann auch Asien und Afrika in vieler Hinsicht und Südamerika sollte man auch nicht vergessen, geplündert wurden von europäischen Mächten mit sehr, sehr fragwürdigen rechtlichen Rechtfertigungen. Und es wirkte sich auch aus auf das Verbot des Sklavenhandels. Die Erklärung des Wiener Kongresses zum Verbot des Sklavenhandels ist das erste internationale Dokument, in dem der Begriff der Zivilisation drin vorkommt. Gleichzeitig wurde dann in der Folge im 19. Jahrhundert immer wieder die Unterdrückung des Sklavenhandels als Interventionsgrund angegeben, um in fremden Ländern einzumarschieren und sie zu besetzen. Dazu dann mehr in dem nächsten Video. Bis dahin, machen Sie es gut.